Hallo meine lieben Freunde, heute wieder eine Ausgabe von Michael Grant Klartext. Gestern hatte ich ja ein Video gemacht über den SPD-Helden Otto Wels und das Ermächtigungsgesetz und heute möchte ich den Counterpart, also die Gegenrede von Hitler, zitieren. Diese wird im Normalfall nicht publiziert und wenn dann nur in einzelnen Sätzen, man sagt dann, Hitler hat eine scharfe Gegenrede gehalten, bla bla bla, aber nicht im Einzelnen, was er gesagt hat. Ich zitiere Hitler. Die schönen Theorien, die Sie, also Otto Wels, soeben hier verkündeten, sind der Weltgeschichte etwas zu spät mitgeteilt worden. Vielleicht hätten diese Erkenntnisse praktisch angewendet vor Jahren die heutigen Klagen von Ihnen erspart. Sie erklären, dass die Sozialdemokratie unser außenpolitisches Programm unterschreibt, dass sie die Kriegslüge ablehnt, dass sie gegen die Reparation sich wende. Nun erhebe ich nur eine Frage. Wo war denn dieser Kampf in der Zeit, in der Sie die Macht in Deutschland hatten? Zitat Ende. Verschwiegen wird also, die SPD stimmte dem außenpolitischen Programm Hitlers zu, lehnte die Kriegslüge von der deutschen Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkrieges ab und wandte sich gegen die Reparation der alliierten Siegermächte. Hitler sagte weiter, ich zitiere, Sie sagen, dass wehrlos nicht ehrlos ist. Nein, es braucht es nicht zu sein. Auch wenn wir wehrlos sein müssten, ich weiß, wir würden nicht ehrlos sein. Unsere Bewegung war dank der Unterdrückung durch Ihre Partei jahrelang wehrlos gemacht worden. Ehrlos ist sie nie gewesen. Sie hätten es vermeiden müssen, dass man dem deutschen Volke auf Wunsch und Befehl des Auslands eine neue Verfassung aufoktroyierte. Denn das ist nicht ehrenvoll, sich vom Feinde seine innere Gestaltung aufzwingen zu lassen. Sie sagen, man solle einen Besiegten nicht für vogelfrei erklären. Nun, Herr Abgeordneter, vogelfrei sind wir gewesen, solange Sie die Macht hatten. Sie reden von Verfolgungen. Ich glaube, es sind wenige nur unter uns, die nicht die Verfolgungen von ihrer Seite im Gefängnis büßen mussten. Es sind wenige unter uns, die nicht die Verfolgungen von ihrer Seite in tausendfältigen Schikanen und tausendfältiger Unterdrückung zu spüren bekommen haben. Bleiben Sie jetzt nur im Bereich der Wirklichkeit. Aus ihren Verfolgungen sind wir gewachsen. Sie sagen weiter, dass die Kritik heilsam sei. Gewiss, wer Deutschland liebt, der mag uns kritisieren. Wer aber eine Internationale anbetet, der kann uns nicht kritisieren. Die Heilsamkeit der Kritik hätten Sie in der Zeit erkennen müssen, als wir uns in Opposition befanden. Damals hat man unsere Presse verboten und wieder verboten, unsere Versammlungen verboten und das Reden verboten und mit dem Reden verboten jahrelang. Und jetzt sagen Sie, Kritik ist heilsam. Sie sagen, Sie seien der einzige Träger des Sozialismus. Sie sind der Träger jenes geheimnisvollen Sozialismus gewesen, den das deutsche Volk in Wirklichkeit niemals zu sehen erhielt. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich will auch gar nicht, dass Sie dafür, also für das Ermächtigungsgesetz, stimmen. Deutschland soll frei werden, aber nicht durch Sie. Zitat Ende. Der Historiker Heinz Niemann schreibt dazu, die anwesenden Mitglieder der SPD-Fraktion mussten das ohnmächtig ertragen, weil die Sozialdemokratie durch das schuldhafte Verhalten ihrer Führer sich als unfähig erwiesen hatte, als eine politische Macht in den Gang der Ereignisse zur Verteidigung der Demokratie einzugreifen. Die letzte psychologisch und propagandistisch günstige Gelegenheit, noch eine Wende in Gang der Ereignisse zu bringen und die Millionen Hitlergegner zum Kampf aufzurufen, war vertan. Geradezu makaber erscheint das dank von Wels an einen Zentrumsabgeordneten für die Zustimmung von dessen Fraktion zum Ermächtigungsgesetz. Die Führung der Sozialdemokratie hatte die Weimarer Republik, die sie so oft als ihre eigene Schöpfung bezeichnete, kampflos dem Faschismus freigegeben. Verschwiegen wird also, dass Otto Wels einem Zentrumsabgeordneten dankte, dass seine Fraktion, also die Fraktion des Zentrums, für das Ermächtigungsgesetz gestimmt hatte.
Wo lest ihr das? Der große Held Otto Wels demaskiert. Das Bollwerk gegen rechts, das nicht mal ein Bollwerk war. Sie haben nichts dagegen getan, dass Hitler die Macht übergeben wurde. Sie konnten es. Sie haben es versäumt. Sie hatten viele Chancen. Sie haben es nicht getan. Und heute sind sie das Bollwerk gegen rechts. Stimmt nicht. All das steht in meinem Buch. Ohne SPD wäre Hitler nicht an die Macht gekommen. Ich weiß, ein sehr provokanter Titel. Aber alles, was ich sage, kann ich auch belegen. Ich habe hier die Verfassungen von Preußen auseinandergenommen und habe die Manipulationstechniken, die die SPD angewendet hat damals in Preußen, um die Nationalsozialisten zu verhindern, aufgedeckt. Nämlich genau diese Manipulationen haben später die Nationalsozialisten benutzt, um die SPD auszuboten. Also dieses Buch ist eines der wichtigsten Bücher, die es gibt gegen die Sozialdemokratie, gegen das Bollwerk gegen rechts, weil hier werden sie demaskiert. Es wird gerade die 3. Auflage gedruckt, ihr könnt es dennoch bestellen. Es wird dann geliefert, sobald es gedruckt ist. Mehr zur SPD und zum Nationalsozialismus in meinem sehr umfangreichen Band Adolf Hitler eine Korrektur, Band 2. Darin ist alles enthalten, auch wie die SPD sich nach dem Ermächtigungsgesetz noch verhalten hat und die wahren Gründe des Verbotes und so weiter und so fort. Mein neues Buch, Deutschland muss vernichtet werden, Vernichtung, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes, schlägt jetzt schon hohe Wellen. Man will verhindern, dass dieses Buch Verbreitung findet. Man will verhindern, dass ich sage, auch wir sind Opfer gewesen. Und zwar Millionen Deutsche waren Opfer. Millionen waren Opfer der Alliierten. Frauen, Kinder, Alte, Greise, zerfetzt, zerstümmelt, was weiß ich, kann es gar nicht alles sagen, weil sonst wird dieses Video ja gleich wieder zensiert. Und wenn wir gerade bei der Zensur sind, bitte folgt mir auf Telegram, unbedingt. Weil eines Tages werdet ihr mich hier nicht mehr sehen. Und was dann? Ich bin auf Telegram, jeden Tag, auch mit Audionachrichten. Also abonniert meinen Telegram-Kanal und meinen kostenlosen Newsletter www.michaelgrant.de. Alle Links sind unten angegeben. Es geht gerade die Sonne auf. Und wie gesagt, kauft euch dieses Buch. Es ist ein Andenken an unsere Großväter und unsere Großmütter. Wenn ihr an diesem Andenken teilhaben wollt, dann ist es gut, dieses Buch zu haben. Oder vielleicht könnt ihr es ihnen auch noch schenken, wenn sie hoffentlich noch leben sollten. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.